Hello, beloved viewer. So we're going into another video, another behind the scenes video for this one. So I'm splitting this video right away because my former recording is gone, so I have to re-record this. So this behind the scenes and also the episode 3. It's 3 that I have to re-record. A few hours I just wish I didn't have to do, but it doesn't matter. We're going into behind the scenes, which is called "This is how you survive the 7 vs. Wild Island." So there is a survival professional who is actually checking out the spots, and he is trying to do one of the spots, and it will be awesome. So as I'm so beautiful, I will just make myself like really small. Oh no, not that small. Even though this is there, I hope it's going properly. So I put the subtitles in, so with the translation right away, and I will tell you if it's good or not. Even though I'm feeling pretty useless when I'm doing this, I decided to keep this doing because it's just getting so much faster. And these are 16 episodes of 7 vs. Wild plus 10 behind the scenes. This is a lot for me and for you. So just let's get into this. Nach dem Drop-Off haben sich die 7 vs. Wild Teilnehmer als allererstes einen Überblick über ihre Spots Where is my subtitle? Okay. Nach dem Drop-Off. Nope. Nach dem Drop-Off haben sich die 7 vs. Wild Teilnehmer als allererstes einen Überblick über ihre Spots verschafft. Doch Okay. So, after the drop-off, the candidates have checked out their spots and got themselves an overview. was würde ein absoluter Profi dann als erstes tun, um sein Überleben zu sichern? What would an absolute professional do first to make sure he survives? Nahrung, Shelter oder doch vielleicht Trinkwasserversorgung? Food, shelter, or water? Wir finden es gemeinsam mit Tom McElroy von Wild Survival in diesem Video heraus. We will check it out together with Tom. Oh, yeah, this guy. Beim Scouting hat Survival-Experte Tom McElroy dabei geholfen, die richtigen Spots zu finden. Seine Techniken, welche er unter anderem von verschiedensten indigenen Völkern gelernt hat, gibt er nun seit über 25 Jahren an die größten Survival-TV-Shows weiter. So, Tom McElroy? Yeah, I think. Yeah, he checked out all the spots, and he will now give an overview and show how he is doing this. And he is doing survival shows for some time, and he learned a lot of indigenous tribes. So. Und glücklicherweise nicht nur an TV-Shows, sondern eben auch an uns. An einem Spot. Wait, what? TV-Shows weiter. Und okay, yeah, and he gives his knowledge to others, and they are happy that he's not doing it to TV shows, but also to the 7 vs. Wild team. So he says just to us. So. Glücklicherweise nicht nur an TV-Shows, sondern eben auch an uns. An einem Spot auf Isla San Jose, der denen der Teilnehmer ähnelt, wird er uns zeigen, was für ihn die allerersten wichtigsten Schritte sind, um das Überleben auf einer einsamen Insel zu garantieren. So he's not at a spot of one of the candidates, but one of them who is similar, and he is just showing what he's going to do, or what he would do. Wenn ich an meinem Strand ankomme, muss ich als allererstes einen Shelter bauen. Falls ich diesen
it's bad that it's English and with the German stuff very loud on top. Otherwise, then it would be awesome. So yeah, first of all, he has to figure out with the shelter situation. Schritt überspringen sollte, kommt im Zweifel ein Sturm auf oder ich werde von Käfern und Insekten zerbissen. So you you shouldn't skip the shelter thing. Otherwise, a storm could happen or insects are going to eat you alive. Meine oberste Priorität ist also, einen Shelter zu bauen, etwas vom Boden wegzukommen und mich vor Regen zu schützen. So his first priority is to build himself a shelter, get himself a little bit further from the floor and get something on top. And I'm wondering why these aren't even working. I don't Wenn know. man einen Unterschlupf sucht, ist die Lage das Erste, woran man denken muss. Hier sehen wir Spuren von Wildschweinen, die sich hier am Strand aufhalten. So, to where you are putting your shelter is the first thing you have to check out. And he is finding a path of a pig, of a wild pig. So. Up on the beach. Sie stellen mitunter die größte Gefahr dieser Insel dar, da sie And he says they are the biggest threat on this, or one of the biggest threats on this island. sich mit ihren riesigen Hauern aufschlitzen können. Das ist nun aber mein Spot und meine Situation. Und damit werde ich jetzt leben müssen. So this is his spot, and this is how he has to deal with this. Normalerweise würde ich meinen Shelter natürlich nicht inmitten einer Wildschweinfährte aufbauen. Der wiegt bestimmt 70 Kilo, aber Usually he wouldn't put up his shelter in a path of a wild pig, and this guy probably weighs around 70 kilograms, which is round about times 2.2, like 150, 160, probably more. Yeah. damit werde ich zurechtkommen müssen. An neuen Orten muss man sich immer fragen, was gibt's hier noch? Welche anderen Informationen kann ich aus der Umgebung gewinnen? And when you're getting a spot, you always have to get out of the surrounding with more information. So what else is there? What else can I read? Auch wenn mein Fokus auf dem Shelter liegt, schaue ich mich um. Hier habe ich gerade Koati-Spuren gefunden. So even though his focus is on the shelter, he's checking out other things, and he found some Coati, yeah, whatever. Besser bekannt als der südamerikanische Nasenbär. Versteckt sich gerne in kleinen Höhlen. Wenn ich Oh, that's cute. But I think he isn't really mich cute. später ums Essen kümmere, baue ich hier eine Falle. Ah, okay. So, yeah, and when he is looking for food afterwards, he is going to build a trap there. Aber jetzt zurück zum Unterschlupf. Now it's focused on shelter. But back to Ab jetzt hast du 30 Minuten Zeit, um deinen Shelter zu bauen. Okay, He told them, okay, now you have 30 minutes to build your shelter. And he said, okay. erstmal baue ich das Gerüst. Ich habe nur 30 Minuten, also wird der Shelter nicht hübsch werden. Es He just has 30 minutes, so it's not going to be pretty. But at first he's just, yeah. fällt erstmal nur Regen ab. Leider habe ich keine Zeit, in den Bäumen zu bauen, um von den Käfern wegzukommen. Also He doesn't have time to build in the trees to get away from the bugs. ist Regen erstmal mein Fokus. So rain is his focus. Das Gerüst besteht aus 2 Astgabeln. Ich sehe gerade keine Pflanzen, um ein Seil herzustellen. Deswegen sind Astgabeln die beste Option. He doesn't see any plants where he could make a rope out of, so these forked branches are his best choice right now. The big role Die wichtigste Regel beim Shelterbau ist, klein ist hübsch. is that small is beautiful. Je kleiner der Shelter, desto weniger Material braucht man, um ihn abzudecken. The smaller Oft wollen the Menschen shelter, einfach groß bauen, the damit sie better. darin rumlaufen können.
But usually humans want to build big because they want to run around in this. Dabei werden sie aber vor Sonnenuntergang niemals fertig. Also baue ich nur einen sehr, sehr kleinen Wetterschutz. Etwas so. So, yeah. And so he just, they won't be done by sunset, so he is just building up a very, very small one. Super simples, damit ich ihn rasch mit Palmblättern bedecken kann. So something small and something simple, so he can cover it up with palm leaves. Ich sage immer, dass Shelter die wichtigste Priorität ist. Bist du den bloßen Elementen ausgesetzt, bringt dich das am schnellsten um. So shelter is the most important thing, because if you are, up to the elements, then this is something that will kill you first, or most likely. Man stirbt schon nach wenigen Stunden bei Kontakt mit den Elementen. You can die within hours if you have contact to the elements. Selbst an warmen Orten wie diesem. If you get wet, Bist du nass, riskierst du schon bei 10 Grad Celsius eine Unterkühlung. If you also on this spots, so if you just are wet, then just 10 degrees Celsius can kill you. keeping yourself Dich vor den Elementen zu schützen ist also deine wichtigste Aufgabe. Besonders hier in den Tropen kann es tagsüber wunderschön und perfekt sein, aber in der Nacht zur Hölle werden. And is there also So, and especially in the tropical areas, it can be very beautiful at daytime and it can be hell at night. gibt es einen Grund, warum du genau diesen Baum benutzt? no, this tree's long and straight. Nein, aber der Baum ist lang und gerade, was ihn zum Bauen geeignet macht. Like in small. Und seine dünnen Äste kann man leicht durchtrennen. Man sollte auf dicke Stämme verzichten, da braucht man einfach zu lang. So, and he was just asked if there's something special about this tree, why he's using this one, and he just says, oh no, it's just long and straight, and you're taking too much time if you're taking big branches or stems. Würde ich totes Holz nutzen anstatt dieser frischen Äste, könnte ich dieses Shelter wahrscheinlich sogar ohne Machete bauen. Green wood. Frischholz ist aber stabiler, da es noch nicht fault. Eine So, if you would take dry wood, so then or dead wood, then he could build this without a machete. But it's more fresh wood is more stable and hasn't started to rot away. Machete ist also von großem Vorteil. So Neben einem machete. Insektennetz wäre sie der eine Gegenstand, den ich hier draußen mitnehmen würde. So the machete is the equipment, the item, and next to a mosquito net, this is something he would take. Tom hat gestern nämlich gesagt, das Nervigste sind einfach nur die Viecher. Alles andere kann man irgendwie aushalten. Er sagte, die Viecher sind das, was sich am Ende zum Aufgeben zwingen. So, and he says that the critter is the worst stuff out there, and if it weren't for the critters, the critters can actually make you to stop this experiment because they are getting Also so much on your interessant. nose. Sein Gegenstand wäre auf jeden Fall ein Moskitonetz oder irgendwas ähnliches. Gibt es einen Grund, warum du am Strand und nicht im Dschungel baust? Yeah, building the shelter on In der Sandflohsaison den Shelter am Strand zu bauen, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wer am Strand baut, wird früher oder später von Flöhen zerbissen. please. So, and he's saying like, okay, and to build your shelter at the beach when there is sand flea season is probably not the smartest thing. So Im Best-Case-Szenario würde ich mich in den Wald zurückziehen, weil es dort viel weniger Insekten gibt. So in the best case scenario, he would go into the jungle to build his shelter there. Well, he was asked why he is building his shelter at the beach and not in the jungle. Wegen des Zeitlimits bleibe ich hier in der Nähe meiner Ressourcen. Because of this time limit, he is staying at the front, just, next to his resources. Denn wenn ich hunderte Meter im Inland baue, müsste ich die ganze Zeit hin und her laufen. Da reicht eine halbe Stunde nicht. Because if he would be in the jungle, then he had to
would have to run back and forth the whole time, and then half an hour wouldn't be enough time. Ehrlich gesagt bin ich lieber klitschnass als von Flöhen zerbissen. And he says, I'd rather be completely wet than being bitten by fleas. Du hast noch 15 Minuten. You just have 15 minutes. Als nächstes stapelt man so viele Palmenblätter wie möglich aufeinander. Ich habe keine Zeit, sie zu flechten. So next, you would put as many palm leaves on top as possible. He doesn't have time to braid them. Wenn ich sie jetzt einfach drauflegen würde, sammelt sich der Regen in den Blättern und kann nicht richtig abfließen. Ich muss dem Wasser eine Richtung geben. Ich habe das früher mit der Machete gemacht, bis ein Freund meiner Frau meinte, wieso machst du das nicht so? So he just has to put to give the rain a direction to flow, and yeah, he used to make it with a machete until a friend of his wife asked him, "Why aren't you doing it like this?" And so he's just dividing the palm leaf into two. Dadurch haben wir sowas wie Schindeln und die Blätter zeigen alle nach unten. And now he has some kind of shingles, and all the leaves are going down. Wenn ich die Blätter staple, achte ich darauf, dass die Rinne des Blattes nach oben zeigt. So, and when he is putting them on top, he is checking out that, yeah, the leaves are like this. So this is his top, because more water. So dass das Wasser dort durchfließen kann. So the water can flow there much better. Also er macht jetzt was wir wahrscheinlich von den Teilnehmern selten sehen werden. Er wird jetzt da mal hochklettern und so ein paar Blätter sich abschlagen. Palmwedel. So he's now the comment is he will do something we won't see from the candidates very often. He's going up there and he's getting some more leaves. And yes, he's right. Because don't do stupid shit. Bau etwas Kleines, Hässliches und Schnelles und du wirst überleben. Build something small, ugly. What was the other one? I think there was two. Bau etwas Kleines, Hässliches und Schnelles und Okay, build something small, ugly and fast. du wirst überleben. And you will Kümmere survive. dich nicht um Komfort, sondern darum, wie du dich vor den Elementen schützen kannst. Don't care about the comfort, just how you are going to protect yourself from the elements. Viele schauen sich ihren Shelter an und denken, hey, sieht doch ganz gut aus. Ich sehe viele Blätter, das wird schon reichen. Many look at their shelter and say, oh yeah, there are many leaves, this looks good, so this will work. Es ist das Allerschlimmste, hier nur halbherzig zu arbeiten. It's the worst thing to just work half-heartedly. Wenn ich weiß, dass die Nacht kalt oder nass wird, mache ich nichts anderes, als Blätter auf meinem Dach anzuhäufen. If I know that the night will be cold, he's doing nothing else than just putting up leaves onto his shelter. Wenn erstmal was liegt, lege ich noch was zum Beschweren drauf, damit mir die Blätter nicht wegfliegen, wenn... So, and when stuff is laying there, then he's putting something else on top just to make it a little bit heavier so the leaves are not falling. Stürmt. So in case it's stormy night. Alles klar, die Zeit ist um. Okay, the time is done. Wie man sieht, ist es nicht besonders schön. Es ist auch nicht groß. Es ist As you can see, it's not very beautiful, it's not very big. sehr ungemütlich, aber es hält mich am Leben. Und das ist der einzige Gedanke, den man in dieser Situation haben sollte. Yeah, it's just keeping me alive, and this is the only thought you should have. Also, wenn ich weitermachen würde und ich mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr Blätter zusammenstecken, um Wände zu bauen. So if he would have more time, then he would take more leaves and make some walls.
maybe if it was a little bigger Wenn ich mehr Platz hätte, würde ich versuchen, ein Bett mit etwas Erhöhung zu bauen. off the ground. So, and then he would make a bed which is a little bit higher. And then Dazu noch ein paar Palmenblätter, damit es etwas gemütlicher ist und Then add some palm leaves so it's getting a little bit more mich cozy. von dem Sand und dem kalten Boden weghält. from the ground and the wood, so I can So just to keep himself away from the ground and the cold ground and get a decent night's sleep. Um einen Sturm auszuhalten, braucht es noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel durch dicke Äste zum Stabilisieren. so if a storm is coming up, then he would need a little bit more, like bigger branches. Yeah. Das Ganze ist jetzt schon relativ wasserdicht. Ich denke, noch eine halbe Stunde Palmenblätter aufhäufen, macht den Shelter dann komplett dicht. Würden die Teilnehmer So he thinks that it's already pretty good, so very waterproof, and he would make some more. He would put some more leaves, and then he thinks that he would be die 7 fine. Tage durchstehen, wenn sie sich sowas bauen? Now, if I was Nun, wenn ich hier für 7 Tage draußen wäre, würde So now he's getting the question if the candidates would survive the 7 days with this. And he says, well, if I would be out here for 7 das days, nicht reichen. Oft Das- kommt man in eine Survival-Situation then this wouldn't be enough. und realisiert das erst eine halbe Stunde, bevor die Sonne untergeht. Often you're just coming into a survival situation and you're realizing this half an hour before the sun is setting. Dann muss man einfach etwas Schnelles bauen, um zu überleben. And then you just have to build something fast to survive. Für 7 Tage würde das aber nicht reichen. For Die 7 days, Viecher zerstechen dich. Und for 7 days, this wouldn't be enough. The critter would just eat you up, man wird noch nass. probably still get pretty and wet you in a heavy get storm. wet. So what I Mit mehr Zeit würde ich den Shelter noch größer machen und die Öffnung schließen. With more time, he would make the shelter bigger, and he would close the openings. and just build off of Das ist ein täglicher, konstanter Prozess, dem Shelter ein paar Stunden zu widmen, Fehler auszubessern, ihn zu vergrößern und So it's a daily process, and you need to spend some time every day to make the shelter a little bit better. gemütlicher zu machen. comfortable so that by the time Das hier ist erstmal nur zum Überleben. Also ist man nie This is wirklich just to fertig. survive. Ja, ich habe ein Jahr im Wald gelebt und in jeder Woche habe ich Blätter gesammelt, um meinen Shelter zu verbessern, ihn He once has lived in the forest for 1 year, and he checked or looked for leaves every single day to make it a little bit better, wasserdichter zu machen und ihn mehr zu dämmen. to get it more Die waterproof. Blätter hören nie and auf zu a little welken, kleiner zu werden und zu verrotten. So yeah, the leaves are getting smaller, they are rotting, and Es ist ein konstanter Prozess. it's a constant Hoffentlich process. kann sich jeder ein bisschen Zeit nehmen, um ihr Shelter zu verbessern. Hopefully everybody has a Eine little der bit of time wichtigsten to improve the shelter every day. Dinge in einer Survival-Situation ist, ein Seil herzustellen. Etwas So one of the most important things is to actually produce a rope. zu haben, um deinen Shelter zu befestigen, um deine Fallen herzustellen oder Sachen über dem Feuer zu braten. For various things, food, traps, Das ist eine der besten Pflanzen dafür. and the bark Die Rinde in Ästen kann sehr stabil sein. Hier kann man den Stock einfach in der Mitte teilen. so Hier you, ein Korbmachertrick. Wenn sich die Mitte zur einen Seite verlagert, zieht man einfach mehr an der anderen, um den Riss wieder mittig zu bekommen. and I've got In der Mitte hat man das Holz und darum die Rinde, aus welcher man ein tolles Seil machen kann. so yeah, he's just showing like how you are supposed to make this best, and really strong. so get the wood out of the middle, Jetzt and kann then ich es einfach wickeln und meinen Shelter stabilisieren, einen Feuerbohrer herstellen oder einen Fisch über ein Feuer hängen. Bow drill fire and just Allerhand Anwendungsmöglichkeiten. so bow drill, Ich könnte es auch weiter For fire. aufteilen und flechten, um noch ein stärkeres Seil draus zu machen. braid it Hi, to hier get ist it nochmal- to get a stronger rope
And yeah. Tom von Wandermut. Geht's dir vielleicht gerade genauso wie uns und du hast richtig Bock, dich mal selbst auf einer einsamen Insel aussetzen zu lassen? Genau das kannst du jetzt beim Yeah, this is an advertisement, and I think that you guys won't work together with a German team to get into the Wie survival. beispielsweise dem Tom, der bringt dir bei, wie du wichtig für Erfahrung ist. Du bei einem check unsere Website die Chance auf das Gold. Meine nächste Priorität ist Wasser. So, next priority, water. Trinkt man 24 Stunden kein Wasser, funktioniert das Hirn nicht mehr richtig. Yeah, if you're not drinking any water for 24 hours, the brain doesn't work or function properly anymore. Man trifft dumme Entscheidungen, die schlechte Situationen zu tödlichen machen. You are doing stupid decisions that can make stupid decisions to deadly decisions. Wir werden uns hier hauptsächlich auf Kokosnüsse konzentrieren und ich zeige euch, wie man eine Kokosnuss mit einer Machete oder sogar einem Stock öffnet. So we will concentrate on coconuts, and now he's showing how to open a coconut with a knife or even with a stone. So what I'm gonna do here Ich klettere hier einfach auf die Palme. Der Trick dabei ist Druck. Ich klammere mich mit den Händen fest an den Stamm, drücke mich mit den Füßen aber gleichzeitig von ihm ab. Und dieser Druck hält mich am Baum. Yeah, now he's describing how he is like pushing and with pressure and just to get up the tree. Los geht's. Das war knapp. That was almost, yeah. so the coconuts that are closest to Die obersten Kokosnüsse der Palme tragen hauptsächlich Wasser und Zucker in sich. So the upper coconuts are usually just having water and sugar inside. Die haben wenig Fleisch, dafür bestehen sie fast ausschließlich aus purem Wasser. They have not a lot of flesh or meat, but and they are just pure water. Wenn das Wasser zu ölig wird, was bei älteren Kokosnüssen passiert, kann es sein, dass man Durchfall bekommt, wenn man 10 oder mehr von ihnen am Tag trinkt. So with the older coconuts, the water is getting more oily, and if you are drinking too much of this older water, of this oily water, it can happen that you are getting some diarrhea or yeah. diarrhea. So Auch wenn man dieses Wasser trinken kann, würde ich davon abraten. Even if you can drink this water, he would not recommend it. Idealfall suchst du dir Kokosnüsse, die auf der Spitze des Baumes hängen. So yeah, best thing is you're taking coconuts that are on the tip of the tree. Diese sind viel frischer und man kann sie leicht mit einem Schlag auf einen Stein oder einer Machete öffnen. They are Öffne den fresher. Deckel, pures Wasser. They are fresher, and you can open them up more easily. So. Okay, wir haben unsere Checkliste abgearbeitet. Shelter, Wasser, Feuer und Essen sind unsere Prioritäten. Jetzt brauchen wir noch Feuer. Das wird das Wasser reinigen, unser Essen kochen und uns helfen, unsere Werkzeuge herzustellen. So yeah, now he got further with the priority. So the next thing is fire to cook the food. Das hier ist ein super Baum, den du hier überall finden kannst. Wir nennen es Haiti Haiti, auch bekannt als Meereshibiskus oder... So yeah, this is a perfect tree you can find everywhere, and they call it, I think, sea hibiscus. But yeah. Maho. and so it's incredible. Das Holz ist unheimlich leicht und eignet sich sehr gut, um mit einem Bowdrill Feuer zu starten. So yeah, the wood is very light, and it's perfect to start with a fire with a bow drill. Wenn man also schnell ein Feuer machen will, ist das eins der besten Hölzer, die man finden kann. Was auch cool ist, die Rinde ist sehr faserig und wenn man den inneren Teil nimmt, den man Cambiumring nennt, und ihn so in den Händen reibt, werden die Fasern wirklich fein. Okay, and if you are doing this with the fibers out of the outer, then you are getting really fine fibers. Very Would- fibrous. Once a tiny Sobald ein winziger Funke vom Bowdrill mit den feinen Fasern in Berührung kommt, geht das Feuer quasi von alleine an.
So, perfect fire starter, so. Da, es raucht schon. Wir haben gerade versucht, einen Funken mit einem Feuerflug zum Laufen zu bekommen. Das Holz ist aber etwas nass. Wir So, he's tried to start, yeah, this fire, but the wood is still a little bit too wet, so. versuchen es nochmal mit einem Bowdrill. Ich habe gerade durch Zufall diesen Stock gefunden, der sich ziemlich perfekt für einen Bowdrill eignet. And yeah, just by accident he found a stick that is pretty perfect for a bow drill. Make a fire. To make a Erstmal bauen wir den unteren Teil. Cord, the hard cord. fire. First to the lower part. Wie bei jedem Reibungsfeuer brauchen wir so viel Geschwindigkeit und Druck, wie es geht. Und was wir hier machen, um Geschwindigkeit und Druck aufbauen zu können, ist Is what you need for every fire is pressure and speed, so yeah. einfach den Stock so schnell es geht zu drehen. Against the other. If it's Das Holz ist aber etwas feucht. Vielleicht funktioniert es also nicht. So Aber probably wenn ich the einfach force is stark a little bit drücke und wet, schnell drehe, macht es schon mal viel Rauch. makes a lot of smoke. so a lot of Die Glut fliegt überall hin, deswegen muss ich jetzt eine Kerbe machen, in der sich die Glut sammeln kann. Dann müssen wir die Glut auf sehr trockene Kokos- oder Hibiskusfasern legen, um das Feuer anzupusten. Let it really dry and blow on it. Normalerweise lege ich I think you just can watch and I don't need to explain anything because it's just perfect. You just need to watch. So die Utensilien einfach für eine Stunde in die Sonne, damit sie wirklich durchtrocknen. okay, yeah, he says if it's not 100% dry, then just put it in the sun for an hour and then. Hoffentlich können wir genug Hitze erzeugen, damit es Staub abwirft, wodurch wir dann ein winziges Stück glühende Kohle haben. So he hopes for some coal. So once it continues Wenn es jetzt so weiterglüht, müssen wir es eigentlich nur noch in einen Haufen Fasern legen. fiber, Einfach genau in die Mitte, dann vorsichtig einpacken und versuchen, die Hitze mit möglichst vielen Fasern in Kontakt zu bringen. So bring in contact with a lot of fibers and then. Jawohl, wir haben ein Feuer. So Ist es. Sehr wild. Fühlt sich gut an. Da wir nun einen Shelter, Wasser und Feuer haben, wissen wir, dass wir nächste Woche, vielleicht sogar 3 Wochen überleben können. So now that he has a shelter, some water, and a fire, he knows that he can survive the next week or probably the next 3 weeks. And then, as I'm mentioning, the human being can survive without food for 3 weeks. Wenn man also diese 3 Dinge hat, wird man überleben. Ab dem Punkt kommt es eigentlich nur noch auf die Psyche an. Ab jetzt So, and you can survive with these 3 things, and from this point on, it's just the mentality. geht es nur noch ums Essen und einfach seine Situation mit den begrenzten Mitteln angenehmer zu machen. situation better. Das Gute am Meer ist, dass man nicht lange suchen muss, um Nahrung zu finden. Wenn So yeah, no, he's going to the beach and saying, oh yeah, the advantage of the beach or the ocean is that you don't have to look for a very long time. Wenn man am Strand feststeckt, findet man tausende Kalorien direkt um sich herum. Spot. There's You find thousands of calories just around you, just in a little small Neben body. Kokosnüssen gibt es jede Menge Meereslebewesen an den Riffs. So next to the coconuts, you have a lot of ocean or sea creatures, just next to the riff. Wenn man also eine Angelschnur oder eine Speargun hat, wird man auf jeden Fall gut versorgt sein. So So you need a rod or something, then you are perfect. Sogar direkt hier vor mir gibt es sogenannte Napfschnecken. Das sind Schalentiere, die sind sehr nährstoffreich und schmecken sogar richtig gut, obwohl sie schrecklich aussehen. Außerdem eignen sie sich gut als Köder. Man sammelt einfach alle Schnecken hier in der Brandung und legt sie falsch herum ins Feuer, bis sie anfangen zu kochen. Dann sind sie perfekt und wirklich gut essbar. So yeah, with their slacks and stuff, he says they are looking disgusting, but they're actually pretty tasteful. And you just put them the wrong way around in the fire until they're starting to boil, and then they are good to eat.
Vermutlich müsste man nicht einmal Fisch fangen oder Kokosnüsse pflücken, sondern könnte einfach von den Schnecken hier leben. So you don't need coconuts or stuff like this. You just could survive with these slugs. Jungen grünen Kokosnüsse sind perfekt zum Trinken geeignet, die braunen älteren fürs Essen. So yeah, the young greens are perfect for drinking and the older brownish ones for eating. Wenn man keine Machete hat, kann man einfach einen Stock nehmen, ihn am Riff anspitzen und fest in den Boden rammen. So if you don't have a machete, you can just take a stick and make it a little bit sharper on one side and put it into the riff. Weil wir jetzt aber eine Machete haben, schärfen wir diesen Ast einfach, während er noch am Baum ist. So they have a machete, so he's just making it some pointy while it is still at the tree. Tatsächlich ist es einfacher, die älteren Kokosnüsse an so einem spitzen Ast zu öffnen, als mit einer Machete. Die Arbeit muss man sich dann auch nur einmal machen und hat den Ast immer einsatzbereit. And he says it's actually much easier to make to open up the older coconuts with such a branch than always with a machete. With a machete you always have to do this and it's a lot of work, but if you make it with a branch you just have the work once and then you just can use it every single time. Außerdem bekommt man die Kokosnuss freigelegt, ohne sie zu teilen. Wenn ich also eine Kokosnuss öffnen muss, habe ich das hier und bin sofort einsatzbereit. Einige der Kandidaten werden nicht in der Lage sein, auf Kokospalmen zu klettern, um die grünen Kokosnüsse vom Baum zu holen. So yeah, some of the candidates won't be won't have the ability to get up the trees and actually get the green coconuts, so they will go with the brown Weswegen ones. sie mit diesen älteren braunen klarkommen müssen. Die enthalten sehr viel Öl, also auch viele Kalorien. Trinkt man zu viele alte, bekommt man Durchfall. Yeah, so they have a lot of calories, but not drinking too much, as we have it before, is making trouble. Sie sind gut zum Essen und okay zum Trinken. Aber man kann nicht 20 davon pro Tag trinken. 4 oder 5 am Tag sind vielleicht noch okay. So he says 4 to 5 are probably okay, but not more. Aber man sollte wirklich versuchen, an die frischen Grünen zu kommen. Solltest du aber nur eine alte haben, gibt es einen guten Trick, um sie auf dem eben vorbereiteten Ast zu öffnen. If you just have the brown ones, then there's a good trick to actually open those. Dafür schaut man einfach, wo das Ende ist, mit dem sie am Baum hängen. Dort ist die Kokosnuss am weichsten. So check where the coconut was attached to the tree. This is the weakest spot. Also werde ich die Kokosnuss dort aufbrechen. Dann nutzt man einen Klopfer und achtet darauf, dass der Pfahl wirklich in der Kokosnuss steckt. Danach rolle ich sie, um die Schale abzubekommen. Now he's rolling it to get the outer thing off. Die Kokosnuss hat 3 Kanten und wenn ich alle abpule, komme ich an die Nuss im Inneren. So, and the coconut has 3 outer parts, and if you just get them off, you get to the core in the middle. Woran man auch denken muss, sind die Fasern. Aus ihnen kann man Seil machen, welches resistent gegen Salzwasser ist. So yeah, and you always have to think about the fiber. You can make rope with those that are resistant against the salt water. Deswegen haben Piratenschiffe früher Kokosseile genutzt, damit sie auf See nicht verfaulen. And this is why pirate ships in earlier days had this coconut fibers or ropes, so that they are not rotting away. Schaut mal, die Kokosnuss hat 3 Löcher auf der Oberseite. Normalerweise sind 2 davon sehr hart und 1 weicher. So the coconut has 3 points, and usually 2 are very hard and 1 is soft. Also nimmt man einen Stock und stochert in alle, bis man das weiche Loch findet. Das ist das Loch, wo die Kokosnuss sprießen würde. Und wenn man diesen weichen Mund findet, kann man der Linie zwischen den beiden harten Augen folgen. Dann schlägt man mit einem Stein oder der Rückseite der Machete genau in die Mitte dieser Linie und die Kokosnuss teilt sich genau in 2. Seht ihr?
Dieser Riss, der genau hier entsteht. Continue that. So yeah, and then you can follow the line that is exactly next to the two hard spots. And when you're taking a stone or the backside of your machete, you can actually it's splitting in half. All this good water. Und jetzt haben wir Trinkwasser. Immer erst riechen. Den Fehler macht man nicht zweimal. First smell. You will never do this mistake twice. And now, this rind. Und hier ist das Kokosfleisch. Und weil es eine ältere Kokosnuss ist, hat sie 800 bis 1000 Kalorien. And as it is an older coconut, it has 800 to 1000 calories, which is awesome. So 2 coconuts and you have like a pretty normal. Theoretisch braucht man täglich nur 2 davon, um genug Kalorien zum Überleben zu erhalten. Oh yeah, that's what he says. Like, so in theory, you just need to take 2 of them to have the perfect calorie intake. Ich schneide hier einfach ein großes Stück raus, erhalte eine Menge Kalorien und habe auch noch 2 Schüsseln zum Kochen. He's just cutting out bigger pieces, and then he has a lot of calories, and he has 2 bowls for cooking. For possibly cooking in. Oh, this is great. Ah, super. So yeah, this is called hog. Das hier ist die gelbe Mombin oder auch Schweinepflaume. Wenn die Frucht orange und oval ist, ist es eine gelbe Mombin. Für Unerfahrene könnte sie aussehen wie der Todes- oder Manchinellapfel. Yeah, so this is... Der Todesapfel ist immer grün und rund. So, if it's orange, it's okay, it's eatable. If it's green, then it's the deadliest plant in the world. So wissen wir, dass das hier eine Mombin ist. Taste a bite. Schmeckt wie Mango und ist richtig lecker, wenn sie reif ist. Tastes like mango when it's really ripe. And so, Wahrscheinlich die beste Frucht, die man finden kann, wenn man hier in der Wildnis ist. wild out here. Probably the best fruit you can get when you're out in the wild. Hammer. Richtig geil. Hier ist sowas wie so ein Kern drin. Also So there's a hat core. jetzt nicht so viel Fleisch, wie es aussieht. It aber doesn't have too schmeckt much richtig gut. meat, but Hammergeil. it's really, really tasty. Genau, Schweinspflaume nennt er das. Das Ding ist, problematisch wird es halt da, wo man nicht weiß, dass und ob man es essen kann. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das herauszufinden, aber So hier auf dieser Pickpflaumen? Insel ist es entweder sehr lecker und sehr frisch oder tödlich. So he's like saying, okay, on this island, it's really tasteful and delicious or deadly. Wenn man in einer neuen Umgebung ist und sich nicht mit den heimischen Pflanzen auskennt, passiert es schnell, dass man sich vergiftet. So yeah, when you're in a new surrounding and you don't know the plants, then it can happen very easily that you're going to poison yourself. Viele Spezialisten sagen, ach, probier einfach ein bisschen, spuck es aus und warte, was passiert. Many specialists or experts say just try it and spit it out and check what's happening. Das funktioniert hier nicht. This is not working Das always. ist einer der tödlichsten Bäume der Welt. Das So- hier ist This is one of the deadliest trees in the world. also jetzt der Manchinellbaum oder Todesapfel. So manchineel tree or dead apple or... Nur einer dieser kleinen Äpfelchen tötet dich, wenn man ihn isst. So just one of the small apples is going to kill you if you eat it. So if these survivalists Wenn also Überlebenskünstler denken, das sieht aus wie ein Apfel, ich probiere einfach mal, bringt sie ein kleiner Fehler ins Grab. So if a survivalist thinks, oh, I can try, looks like an apple, I can try this, then this can bring him into into a grave. Das muss jedem bewusst sein. Das Äpfelchen schmeckt erst super süß. Man denkt sich lecker. Innerhalb einer Minute fängt der Mund an zu brennen und plötzlich werden deine Innereien einfach zerfressen. Okay, so this apple is tasting really, really sweet, and then it starts burning everything, and your inner organs are just going to be destroyed. Außerdem darf man auch nicht unter dem Baum schlafen, wenn es regnet.
and you are not supposed to sleep under this tree when it's raining. Das herunterprasselnde Wasser würde die Haut verbrennen. So the skin gets burned by the water that's coming down. Super, super giftig. Immerhin ist es leicht zu identifizieren, solange man aufpasst, was man tut. Yeah, so really, really dangerous. At least it's really easy to find it as long as you know what you're doing. Auch wenn es gut ist, vom Strand wegzukommen, präsentiert der Dschungel auch eine Vielzahl an Gefahren. Even though it's smart to get away from the beach, the jungle brings you also a lot of dangers. Die größte ist wahrscheinlich das Wildschwein. Am Yeah, the biggest one is the wild pig. Strand sieht man sie am wenigsten kommen. Wenn man im Dschungel ist, kann man von ihnen überrascht und durchbohrt werden. So at the beach you can't really see them, but you can actually be yeah they are killing you. Es gibt außerdem Wespen, gefährliche Klippen und eine Menge giftige Pflanzen. So wasps, cliffs, and a lot of poisonous plants. Die Fauna und Flora zu kennen ist also entscheidend. Weitere Gefahren am Wasser sind Krokodile, Haie und definitiv giftige Schlangen. So, and then the dangers at the water are crocodiles, are sharks, and definitely snakes. Poisonous sea snakes out there. Sie stellen nicht die größte Gefahr dar, aber man sollte sich ihrer Existenz immer bewusst sein. They're not the biggest threat or biggest danger, but you always should know that they are there. Die wahrscheinlichste Verletzung, die sich die Teilnehmer zuziehen werden, sind Schnittwunden, wenn sie auf dem Riff ausrutschen. Also So, yeah, the most possible wounds the candidates will get will probably some cuttings from when they are at the cliffs and just, yeah, slipping or something. Verletzungen, die sie selbst verschulden. Das Riff besteht aus Vulkangestein und ist extrem scharf. So, yeah, the riff is out of a volcano or stone or lava, so molten rock, so, and it's very, very sharp, and so it's very Wenn man dangerous. ausrutscht und sich schneidet, heißt das Game Over. Es ist super gefährlich hier und ein kleiner Fehler kann einem das Leben kosten. So, and just one cutting, this can mean game over. Regel Nummer 1 ist, auf sich selbst aufzupassen, alles langsam und gewissenhaft anzugehen. So, rule number 1 is to do everything slow and very, very precisely. Wenn man sich nur eine kleine Schnittwunde in dieser Umgebung zuzieht und unbekannte Bakterien in den Körper gelangen, kann sich das entzünden und in einer Blutvergiftung enden. Und wenn das nicht direkt behandelt wird, kann man schlimmstenfalls sogar sterben. So, yeah, and with the blood and some, yeah. I guess I would have to look up a lot of things right here, but I'm not doing this. So, yeah, deadly, deadly, deadly. If you're not paying attention. Also, danke fürs Anschauen. Natürlich ist das nur ein kurzer Überblick und man muss einiges mehr an Arbeit reinstecken. So, thanks for watching, but of course this is just a small overview, and you have to put more effort and more time into this whole thing Zu überleben. to Wir haben survive. Shelter, Wasser, Feuer und Nahrung. Und heruntergebrochen ist das genau das, was die Teilnehmer von Seven vs. Wild machen müssen. And in the overview, this is exactly what the candidates of Seven vs. Wild have to do. Vielleicht bekommen Sie das Mindeste davon, was ich hier gemacht habe, hin. What I've just done here. Please make sure. So, and probably they just will do the minimum of what he has done here. So, Checkt gerne meinen Channel aus. Tom oh yeah, okay, so this guy has his own channel. Yeah, so if you want to have more detailed things, then this is awesome. Tom McElroy und besucht meine Website wildsurvivalskills.com. Ich freue mich auf Seven vs. Wild. Das wird mega. Definitiv eine Herausforderung, aber eher eine mentale Challenge, wenn man diese Fähigkeiten hat. So yeah, he is looking forward to Seven vs. Wild, but it's more like a mental challenge. That's what he thinks.
We will see, right? But so far, we're getting to the next episode. So, see you there. Bye-bye.